Das ist wirklich die schwerste Familiendynamik ever. Wie soll denn das gehen? Ihr kriegt doch hier schon alles und dürft machen, was ihr wollt, aber es geht trotzdem nicht? Und damit willkommen zum zweiten Teil der Disney Parent Challenge zweite Generation Lady Tremaine und einem Special zum Thema, wie man kleine Pratzen erzieht. Im letzten Part haben wir die beiden Töchter von Lady Tremaine, Drizella und Anastasia, beziehungsweise in unserem Fall Lucretia und Eleonora kennengelernt. Und in diesem Part, ja, ihr habt es schon treffend gelesen, wollen wir uns mal anschauen, wie sie zu diesen beiden liebreizenden Charakteren werden, auf die wir im Film Cinderella treffen. Nämlich, wie erzieht man seine Kinder zu kleinen Pratzen? Und es geht jetzt nicht nur darum, dass man irgendwie ja seinen Kindern alles gibt, was sie möchten. Das würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass man da kleine Pratzen erzieht, sondern es geht tatsächlich um diesen toleranten Erziehungsstil, aber dazu später mehr. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so viele Probleme mit einer Familiendynamik haben werde. Aber lasst euch überraschen und ich warne euch vor, das wird tatsächlich jetzt ein bisschen ausführlicher. Auf geht's! Anders als in der letzten Generation, wo es ja planmäßig eigentlich nur eine Tochter oder ein Kind geben sollte und daher die Entscheidung, wer nun die nächste Erbin wird, nicht ganz so schwer war, ja, haben wir hier nun eben zwei Schwestern. Und ich bin mit Absicht in dieser Ansicht hier und nicht im Haus, weil ich euch mal zeigen möchte, wie ich für mich entschieden habe, wer von diesen beiden die neue Erbin wird. Und zwar geht ihr hier in den Erstelle 1 SIM-Modus. Das klappt nur über diese Ansicht, über diese Weltenkarte und nicht darüber, wenn ihr schon im Haushalt seid und über die Kommode oder den Spiegel hier reingeht. Denn wir benötigen die Genetikexperimente. Ihr wählt hier eure erste Tochter aus. Hier brauchen wir weiblich. Und wir klicken hier auf Zwilling zufällig wählen. Dann erstellt es nämlich einen Zwilling zu eurem Sim und ich glaube, die erstellen hier wirklich immer genau einen Eineigenzwilling. Ne? Ja, das Gesicht bleibt immer dasselbe. Gut, genau das wollen wir. Dann geht ihr auf Teenager oder junge Erwachsene, wie auch immer. Eigentlich total egal. Und dann seht ihr, wie eure Tochter als Erwachsene aussehen wird. Spoiler Alert! Müsst ihr natürlich nicht machen, aber ich finde es spannend. Zumindest bei manchen Sims, wo ich es echt nicht mehr erwarten kann, weil ich ja jetzt auch nicht so übermäßig oft zum Spielen komme, mache ich das. Ja, gut. Sieht eigentlich ganz hübsch aus. Warum ich das mache? Ich wollte eigentlich tatsächlich die hässlichere von beiden nehmen für meine nächste Stufe. So, das ist jetzt nicht Eleonora als Erwachsene. Sie hat braune Haare, ich weiß nicht, was das jetzt ist, wahrscheinlich eine zufällige Schwester. Wir gehen nämlich jetzt wieder auf Zwilling und dann wird sie automatisch wieder ein Säugling. Ne? Sie erhält das gleiche Alter wie der Sim, den ihr hier als Vorlage nehmt. So, junge Erwachsene. Ich glaube, ich werde mich tatsächlich für die Ältere entscheiden. Gerade auch, weil ich gerne die grünen Augen weitertragen würde. Und wir noch einmal Zwilling erstellen. Und als Erwachsene. Ja, also ich finde, das ist eher ein Gesicht fürs Radio. Tatsächlich habe ich auch Diego Lobo als Vater genommen, da der doch manchmal wirklich nicht ganz so schöne Nachkommen hat. Wir machen das jetzt nochmal. Und zwar nicht mit Bruder, Schwester, sondern nochmal mit Kind. Ich möchte euch das nur ganz kurz zeigen. Einfach, dass ihr das nochmal sehen könnt. Wir wählen jetzt hier Teenager. So, dass ihr mal sehen könnt, was wir alles hätten an Töchtern bekommen können. Gut, die sieht ganz hübsch aus. Aber ich glaube, es gibt auch welche, die wirklich den Titel hässliche Stiefschwester verdient hätten. Ja, fängt es schon an. Ich will jetzt hier auch nicht zu sehr irgendwelche Gesichter bashen. Und ihr könnt natürlich auch völlig andere Kriterien wählen. Aber ich wollte euch das einfach mal zeigen. Ich habe das selbst als Trick irgendwo gelesen. Ich bin nicht selbst drauf gekommen. Aber das ist ein Mittel, das ich tatsächlich ganz gerne mal für meine Sims nutze, ab und an, um zu sehen, wie die später aussehen. Und ich finde, hier kann man es auch wirklich toll nutzen. Gerade wenn man festlegen möchte,
mit wem man die Legacy weiterspielt. Hier sehen wir sie nun nochmal, die Prinzessin unserer Herzen, kurz nach dem Tod ihres Vaters und ihres Hundes. Und ich habe zur Feier des Tages, zu ihrem Geburtstag, nochmal dieses Prinzessinnen-Cinderella-Kleid angezogen. Denn ja, mit dem Geburtstag gleich beginnt natürlich ihr Abstieg in diesem Haus hier. Alle anderen schlafen und ernsthaft, das ist die 3. Torte, die ich gerade gebacken habe, weil diese gefräßigen Schnepfen sich immer ein Stück genommen haben. Das nervt mich auch immer so. Aber es muss ja weitergehen und wie gesagt, für alle, die jetzt irgendwie traurig sind, dass Cinderella nicht die Erbin sein wird, gibt es auch noch einen kleinen Trost. Den stelle ich euch in ein paar Minuten vor. So, nun aber, wir werden sie mal ordentlich machen. Gut ist sie schon, ordentlich auch. Das kann uns nur von Nutzen sein. Und das Bestreben, was wäre denn das Bestreben von Cinderella? Vielleicht die wahre Liebe zu finden. Ja, komm, Seelenverwandte. Und nun wird es natürlich kurz Zeit für ein kleines Makeover und gleich ist sie wieder zurück. Familiendynamik und Erziehungsstil. Du ungeschicktes Ding, wisch das sofort auf. Dann hilfst du meinen Töchtern beim Anziehen. So wie wir Lady Tremaine im Film Cinderella kennenlernen, verfolgt sie 2 sehr unterschiedliche Erziehungsstile, nämlich so gut wie gar keinen versus bestrafen, wenn es um ihre Stieftochter geht. Genauso gut werden wir auch 2 verschiedene Familiendynamiken anstreben, nämlich einmal die tolerante mit den leiblichen Töchtern und mit Cinderella einen völlig konträren, nämlich entweder schwierig oder streng. Das könnt ihr euch aussuchen, weil ich festgestellt habe, dass das alles gar nicht so einfach ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich konnte mich auch tatsächlich nicht so richtig entscheiden. Außerdem gibt es hier genug Vorgaben und ich will mal nicht so streng sein. Demnach entwickeln die Kinder natürlich auch völlig konträre Charaktereigenschaften. Die eigenen Töchter sind eher unverantwortlich und haben eher völlig unkontrollierte Emotionen, auch ohne Rücksicht auf Verluste vor fremdem Eigentum. Egal, ob das nun die verhasste Stiefschwester oder auch die eigene Schwester betrifft. Wohingegen sich Cinderella durch sehr gute Manieren auszeichnet und ein eher gefassteres Temperament, nämlich eine hohe emotionale Kontrolle. Und wie wir das alles erreichen können, schauen wir uns gleich mal an. Lucretia hat eine Frage an ihre Mutter und da beantworten wir gleich. Verlorenes Spielzeug. Ich wollte mit meinem Lieblingsspielzeug spielen, aber ich finde es nicht. Ich vermisse es und ich bin traurig. Suche weiter oder spiele mit einem anderen Spielzeug. Ja, ganz ehrlich, du hast so viel Zeug. Und es ist hier leider nicht das dabei, was wir haben wollen. Wir wollen ja jetzt weder Konfliktlösungen fördern noch Verantwortung, aber ich würde sagen einfach, ja, spiel mit einem anderen Spielzeug. Dein Zimmer ist voll von hübschen, beigen Sachen. Okay, mittlerweile nicht mehr, ist ein anderes Zimmer jetzt, aber egal. Emotionale Kontrolle singt. Ja, super, genau das wollte ich doch. Ha, genau das wollte ich. Meistens ist es eigentlich so, dass dann das andere singt. Aber ja, super, das war jetzt ein schöner Zufall. Emotionale Kontrolle ist gesunken und wieder der Sache ein Stück näher. Können wir mal gucken, wie es hier inzwischen aussieht. Ja, du bist schon super unempathisch, weil du böse bist und ständig in Foren trollst. Emotionale Kontrolle ist noch so lala. Da müssen wir noch was tun. Ich glaube, bei Eleonora ist das schon besser. Oh ja, da sind wir schon gut dabei. Ein emotionaler Zusammenbruch, Schubsen oder Beißen wirken sich negativ auf die emotionale Kontrolle aus. Das Zerstören von Puppenhäusern oder Schulprojekten senkt ebenfalls den Wut. Ebenfalls den Wert. Oh, hier liegen auch schon wieder überall Katzenhaare rum. Das nervt so. Die ziehe ich jetzt hier einfach mal rüber, bis wir unsere Cinderella haben, die hier mal ordentlich aufräumen kann. Und das mit den Schulprojekten würde ich mir jetzt gern gleich mal genauer angucken. Die Schwestern haben sowieso, glaube ich, nicht unbedingt ein besonders tolles Verhältnis zueinander. Nee. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal anfange mit meinem Schulprojekt, dann kann die Schwester das wahrscheinlich zerstören. Okay, so, gehen wir kurz woanders hin. Kann ich
Bei Projekt helfen. Vielleicht muss es erst fertig sein, dass ich irgendwie was machen kann. Oder ich muss wirklich aufhören, daran zu arbeiten, dass ich das irgendwie sabotieren kann, um ein bisschen die emotionale Kontrolle voranzutreiben. Was hattest du jetzt überhaupt vor? Tanzen. Und du schreist irgendwas, deine Empathie sinkt hier schon wieder. Kannst du noch irgendwas machen? Verbotene Wörter brüllen. Was macht das eigentlich nochmal? Ist das auch emotionale Kontrolle, die er singt? Nee, Manieren. So, und jetzt? Schulprojekt zerstören. Habe ich tatsächlich auch noch nie gemacht. Ich gehöre zu diesen Spielerinnen, die immer, ja nicht immer, aber die schon häufig mit sehr lieben Sims spielen und nicht unbedingt mit bösen Sims oder die hier gemeine Sachen. Oh nein, kaputt das Ding. Wieso soll sie denn besser in der Schule sein als ich? Emotionale Kontrolle. Bam. Und wie reagiert sie jetzt? Nein. Du blöde Kuh. Du hast mein Schulprojekt kaputt gemacht. Was kann man jetzt machen? Mein Projekt. Oh, jemand hat das Projekt von der Eleonora kaputt gemacht. Wie kann man es wagen? Kann ich es wieder aufbauen? Von vorn beginnen. Na, klasse. Na gut, aber so können die sich gegenseitig ihre Schulprojekte zerstören und so zum Beispiel dann eben beiderseits ihre emotionale Kontrolle in den negativen Bereich drängen. An diesem schönen sommerlichen Samstagvormittag schalten wir ins Tremaine Wohnzimmer rein. Eleonora hat eine Frage an ihre Mutter. Alle Tremaines sind übrigens noch im Schlafanzug oder schlafen noch. Cinderella arbeitet hier hinten schon und macht fleißig das Essen. Und wir starten mit der Frage, denn wir wollen ja ein bisschen die Erziehungsmerkmale vorantreiben und auch schauen, wie man eine tolerante Familiendynamik erreichen kann. Nun aber zunächst mal zu der Frage. Aber wer bin ich? Ich weiß nicht, was ich werden will, wenn ich groß bin, aber alle meine Freunde haben schon eine Idee. Wie finde ich heraus, was ich will? Und ich würde sagen, wir entscheiden uns für keine Sorge, du hast noch Zeit. Denn ja, die Töchter sind ja ihre kleinen Babys und bloß keinen sinnvollen Ratschlag geben. Und wir wollen natürlich auch nicht, dass die emotionale Kontrolle steigt und Empathie. Ja gut, ist sie eben ein bisschen empathisch, ist jetzt auch nicht schlimm. Und vielleicht wird dafür ja die emotionale Kontrolle sinken. Mal schauen. Oder die Verantwortung könnte auch sein. Verantwortung sinkt. Wollen wir auch. Super. So, wir könnten ja gleich mal gucken, wie es inzwischen hier aussieht. Oh, wir haben sehr gute Manieren. Warum denn eigentlich? Die ist super freundlich immer. Jetzt habe ich das hier einfach weggeklickt. Hier ging es um unsere coolen Videos. Diana hat übrigens auch eine Starlight-Nominierung bekommen. Ich glaube, da werden wir morgen Abend auch mal hinfahren. Zur Starlight-Verleihung. So. Emotionale Kontrolle muss also noch weiter sinken. Und das ist so ein Merkmal, finde ich, was irgendwie schwieriger zu erreichen ist als manch andere. Also mir geht es ja so, dass meine Sims, mit denen ich spiele, immer irgendwie automatisch eine super Verantwortung haben, schon alleine deshalb, weil sie in die Schule gehen oder ihre Hausaufgaben machen. Manieren sind auch meistens gut, einfach weil ich mich anderen Sims freundlich vorstelle oder Komplimente mache oder so. Also Verantwortung und Manieren finde ich super leicht zu erfüllen. Was irgendwie nicht so einfach ist, wie ich finde, sind die negativen Merkmale oder die negativen Ausprägungen sowieso und dann eben hier sowas wie emotionale Kontrolle und Konfliktlösung. Empathie geht auch noch, wenn man es will. Aber ja, die beiden finde ich super schwer und gerade das fand ich eben auch in dieser Challenge spannend, einfach sich mal um diese Merkmale zu kümmern, die man sonst vielleicht nicht so bedient. Und ja, damit ihr jetzt nicht ewig googeln müsst, will ich eben mal kurz zeigen, was man tun kann am Beispiel dieser 3 Teenager. Genau, die emotionale Kontrolle, das haben wir ja schon oder hatte ich ja schon gezeigt. Wenn man rumschreit, gut, jetzt ist sie nun gerade nicht wütend, was die emotionale Kontrolle steigert, ist es zum Beispiel ein Tagebuch zu schreiben. Und das kann man auch, wenn man besonders miese Laune hat, aber auch einfach so, Tagebuch schreiben, oh, jetzt bist du gerade müde. Auch immer sehr beliebt ist
das mit klassischer Musik entspannen oder auch, und das geht eben auch eher, wenn man negative Emotionen hat, das emotionale Joggen. Wie heißt das? Joggen, um klaren Kopf zu bekommen. Genau, das geht auch und das wirkt sich alles super auf die emotionale Kontrolle aus. Ja, nun irgendwie gerade nicht so, weil sie echt müde ist. Aber vielleicht können wir das ja mal sehen. Gut, schreib mal in dein Tagebuch und wir schauen mal, ob wir hier, du brichst das mal ab, ob wir hier mal sehen können, wie das aussieht, wenn sie dieses Schulprojekt jetzt zerstört. Ich habe es natürlich auch gerade schon mal gezeigt. Aber auch als Teenager kann man einfach noch blöd sein und seine Schwester ein bisschen sabotieren. Die Beziehung zwischen denen finde ich sowieso ein bisschen eigenartig. Ne? Ich meine, die halten schon irgendwie zusammen. Ah, ja, wenigstens reagiert sie darauf. Ich dachte schon, sie steht einfach nur daneben. Ja, wie man die Verantwortung senkt, ist dann natürlich auch irgendwie logisch. Nicht zur Schule gehen, die Schule schwänzen, keine Hausaufgaben machen. Solche Dinge, aber wir können natürlich auch hier nochmal schauen, was uns vorgeschlagen wird. Die Verantwortung wird negativ beeinflusst, wenn es um schlechte Leistungen in der Schule erbringt, gegen Ausgangssperren verstößt oder Strafen nicht befolgt. Ausgangssperre, da könnten wir natürlich einfach mal hier so ein Brett hinhängen und können hier nämlich irgendwie einstellen, Ausgangssperre 19 Uhr. Und wenn die beiden dann nach 19 Uhr unterwegs sind, dann sinkt die Verantwortung. Das könnten wir dann gleich mal ausprobieren, ob das wirklich so ist. Wenige Minuten bzw. im Sim-Universum Stunden später bin ich hier nun beim Abschlussball. Natürlich ohne Cinderella, sondern nur mit den beiden. Und kontinuierlich sinkt jetzt die Verantwortung, denn es ist nach 19 Uhr, weit nach 19 Uhr. Und die beiden treiben sich hier trotzdem rum und es gibt natürlich keine Ausnahme für den Abschlussball. Elternfreuden kam ja auch sehr viel eher raus als Highschool-Jahre. Und die Verantwortung sinkt einfach kontinuierlich, was super für unseren Fall jetzt ist. So, und wenn wir nach Hause kommen, können wir das dann auch gleich schon mal ausprobieren mit der Familiendynamik. Was ich eigentlich vorhin noch sagen wollte, die Beziehung zwischen den beiden finde ich sowieso schwierig. Ich finde, die sind ja schon irgendwie ein Herz und eine Seele, aber stehen ja auch in so einem krassen Konkurrenzverhältnis, sodass ich es ziemlich schwierig finde, diese Beziehung zwischen den beiden zu beschreiben. Also ich finde jetzt nicht, dass das irgendwie beste Freundinnen sind, weil die ja doch schon als ganz schöne Rivalen auch dargestellt werden in dem Film. Aber natürlich, wenn es darum geht, gegen Cinderella Dinge zu planen oder Ziele zu verfolgen, dann halten sie ja schon zusammen. Und wir wollen uns nun endlich mal ein bisschen den Familiendynamiken widmen. Ja, Cinderella macht gerade nur schöne und gute Sachen, die man eigentlich loben müsste. Das heißt, wir müssten sie mal kurz wahrscheinlich irgendwie sich daneben benehmen lassen, indem wir hier zum Beispiel mal verbotene Wörter brüllen. Und dann können wir sie entsprechend maßregeln für diesen furchtbaren Verstoß. Und wir können jetzt nämlich hier bestrafen und eine Auszeit anordnen oder bestrafen. Und ich finde bestrafen noch ein bisschen spannender als die Auszeit, denn bei der Auszeit sitzt sie einfach nur da und wartet, bis die Zeit vorbei ist. Und beim Bestrafen können wir gleich eine Strafe auswählen. Ich bin mal gespannt, was es alles gibt. Ich nutze das irgendwie sonst nie. Fernsehverbot, Computerverbot, Hausarrest, keine Freunde, Telefonverbot, Musikverbot, keine Spielsachen. Ja, irgendwie das Sinnvollste oder Passendste für Cinderella wäre wahrscheinlich Hausarrest. Steigen die Manieren, ja. Gut, du kannst ja gleich mal weitermachen. Wir könnten ja mal in einen Putzwahn verfallen. Da muss ich das hier nicht irgendwie alles einzeln aufräumen und den Kühlschrank solltest du vielleicht auch mal noch reparieren. Ich wollte ja mal an dieser toleranten Familiendynamik arbeiten. Also, ich habe das schon mal gegoogelt für euch, damit ihr das nicht tun müsst. Denn bei den Familiendynamiken gibt es auch einfach welche, die einfacher zu erreichen sind. Zum Beispiel streng, wenn man schon alleine dem Kleinkind sagt, dass es aufs Töpfchen gehen soll. Oder ihm die Windeln wechseln möchte oder es baden möchte. Und auch fürsorglich finde ich relativ einfach zu erreichen. Tolerant ist ein bisschen schwieriger. Da sollte man als älterer Sim dem jüngeren Sim möglichst viele Komplimente machen. Und das heißt, dass man als jüngerer Sim auch, man kriegt einfach
viel durch beim älteren Sim und kann ihn nach mehr Dingen fragen oder mehr Dinge fordern. Was ich ein bisschen schwierig finde, ich glaube, die Kinder können immer noch irgendwie nach einem neuen Spielzeug fragen. Wir können das jetzt nicht. Nach Komplimenten fischen könnten wir natürlich mal. Unabhängigkeit verlangen, aber also da bin ich ein bisschen überfragt, wie man das machen könnte am besten. Vielleicht finden wir was Beschwerden. Über alles beschweren. Über alles beschweren, über unwohle Stimmung reden. Aber ein Kompliment, ach komm schon. Das geht aber auch alles irgendwie gerade schief. Die schlechte Beziehung soll sie doch eigentlich mit Cinderella haben und nicht mit der anderen Tochter. Die könnte ja mal was kochen. Man kann doch hier, glaube ich, auch zu etwas zwingen, Gruppenmahlzeit vorzubereiten. So, koch doch mal was. Und vielleicht kann ich dich dabei ja mal noch ein bisschen verspotten und gemein zu dir sein. Das finde ich sowieso krass, was man hier von Seiten des Erwachsenen überhaupt, ja, gegenüber einem Teenager alles für Interaktionen durchführen kann. Über Outfit spotten. Anbrüllen, sowieso. Über Probleme beschweren. Ja, lad einfach alles richtig ab. Über Akne sporten, irgendwie. Wie krass. Ich finde ja sowieso im Film, ich habe mir den ja im Zuge der Vorbereitung für diese Challenge hier nochmal angeschaut und muss ja sagen, eigentlich ist Lady Tremaine direkt zu Cinderella gar nicht, also in dem Trickfilm, sie ist gar nicht so direkt gemein, sondern eher so unterschwellig, eben indem sie ihre eigenen Töchter bevorzugt. Oder welche Szene ich auch richtig krass finde, ist die, in der die Töchter das Kleid der Mutter zerstören, dass sie sich da extra genäht hat für den Ball des Prinzen und Lady Tremaine einfach nur daneben steht und darüber lächelt. Das fand ich so, das hat mich irgendwie wirklich innerlich ziemlich berührt. Ich würde hier gerne eine strenge Familiendynamik erzielen, aber so richtig schaffe ich das nicht. Ich finde es wirklich richtig schwer. Wie soll man das denn schaffen? Über unfaires Leben ja man ja vielleicht sowas. Oh, mein Leben ist so schlimm in diesem übertrieben hübsch eingerichteten Zimmer und dass ich hier alles darf und dass es auch keine Konsequenzen gibt, wenn ich die Ausgangssperre umgehe. Überhaupt kein Problem. Das macht mich wütend. Da muss ich jetzt gleich auch nochmal richtig ausrasten. Aber auch das führt einfach nicht zu der Dynamik. Ja, ich glaube, ich gehe einfach mal eine Runde schlafen und hoffen, dass sich mir einfach mal was ändert. Wie ihr mitbekommen habt, habe ich hier wirklich enorme Probleme, diese Familiendynamiken hinzukriegen. Das hätte ich mir nie gedacht. Ich habe wirklich gedacht, dass es irgendwie funktioniert, dass es einfach ist, dass es für alle Familiendynamiken einen Weg gibt, diese zu erreichen. Aber irgendwie funktioniert es nicht. Also tolerant, dass man dem Kind möglichst viele Komplimente macht, während das Kind einfach nur doof ist. Das funktioniert schon mal nicht. Ne? Ich habe hier wirklich viel versucht. Ich war richtig blöd von Seiten des Kindes und als Lady Tremaine habe ich den Kindern ständig Komplimente gemacht. Funktioniert einfach nicht. Es funktioniert nicht und ich weiß nicht warum. Aber ich habe natürlich recherchiert. Ich hatte schon gedacht, okay, vielleicht kriege ich es irgendwie raus. Und dann bin ich diejenige, die hier ein Video machen kann. Wie stelle ich die tolerante Familiendynamik her? Aber ich kriege es echt nicht auf die Reihe. Trotzdem habe ich etwas gesehen, womit ihr das beeinflussen könnt. Die Lösung könnte diese kleine Box hier sein, die mit Zusammenwachsen kommt. Und man muss dafür ein Senior sein. Aber auch das könnt ihr ja natürlich noch schaffen, bevor die Generation endet. Und zwar muss ein Senior die Andenkenkiste markieren. So, wir markieren die. Und jetzt dürften wir über die Bedeutung der Familie nachdenken. Und jetzt haben wir hier nämlich diese ganzen Familiendynamiken. Und ich würde einfach mal sagen, ja, das ist auch erlaubt, denn schon allein dafür muss man ein Senior sein und so weit zu kommen, ist auch eine Errungenschaft. Besonders in so einem Haushalt wie diesem. Es ist einfach komplett anders als die Familie vorher. Schauen wir mal, was wir brauchen. Also, niemand weiß, was Familie bedeutet. Damit löscht man die Familiendynamik wieder. Nur wenn man vermeint, das muss man sich nicht automatisch verstehen. Das ist eher schwierig. Genau, hier steht sogar da, was ihr
bekommt, wenn ihr draufklickt. Familie der bedingungslose Unterstützung, das ist die fürsorgliche Familiendynamik. Familie bedeutet Spaß zu haben, sind natürlich die Jokesters, genau, Spaßvögel. Familie bedeutet zusammen zu sein, wahrscheinlich eng. Familie ist bedingungslose und grenzenlose Liebe, das ist wahrscheinlich das, was wir suchen. Tolerant, genau, das werden wir gleich ausprobieren. Familie ist mit hohen Erwartungen verknüpft. Streng, das werden wir mit Cinderella dann wahrscheinlich ausprobieren. Familie ist nicht alles, ist distanziert, genau. Obwohl ich hier nochmal sagen möchte, Familien ist bedingungslose und grenzenlose Liebe, das ist eine Aussage, der ich durchaus irgendwie auch zustimmen würde. Die tolerante Familiendynamik ist ja aber irgendwie was anderes. Also man kann sich benehmen, wie man will und ja, wird trotzdem beliebt. Aber dass man sozusagen dann das Kind trotzdem noch hofiert und ständig Komplimente macht, ist irgendwie nochmal was anderes, finde ich. Gut, also wir wählen das jetzt hier mal. Bedingungslose und grenzenlose Liebe. Und schauen, was da passiert. So, okay, und jetzt erinnert sie sich hier an die ganzen wundervollen Momente mit ihren beiden kleinen Engelchen, die wir auch nochmal im Hintergrund sehen. Ja gut, Radfahren hast du dir noch nicht beigebracht, Schlittenfahren wart ihr nun ja auch nicht. Da macht man sich ja auch schmutzig. So, okay, jetzt habe ich das gemacht. Okay, das heißt, ich muss warten, bis ich das dann nochmal für Elise mache. Und jetzt müsste das doch irgendwie gehen. Ich würde ja jetzt lachen, wenn das jetzt funktioniert, dass wir die trotzdem noch bekommen. Die Dynamik, ohne dass wir hier irgendwas gemacht haben. Beim Kram in der Andenkenkiste und Schwängen in Familien ist Diana klar geworden, dass man die Dinge manchmal einfach laufen lassen muss. Ihre Beziehung zu Eleonora hat sich verändert. Die beiden besitzen nun die Familiendynamik tolerant. Der ältere Sim neigt dazu, den Jüngeren zu verwöhnen, ihn mit Zuneigung zu beschützen und mehr durchgehen zu lassen. Perfekt. Das wollte ich. Das muss ich dann nur noch mit der anderen durchführen, natürlich auch. Genau. Der ältere Sim häufig zu, wenn der jüngere Sim in Schwierigkeiten geraten ist. Der ältere Sim überschüttet den jüngeren Sim häufig mit Zuwendung und Komplimenten, während der jüngere Sim tendenziell mehr Ansprüche stellt. Okay. Ja, natürlich absolute Verehrung. Okay, das müssen wir bei Lucretia natürlich auch noch schaffen und bei Luise hätte ich dann gerne die andere Dynamik. So, da ich hier gerade irgendeinen Fehler mit der Schule habe, werde ich das trotzdem hier gleich auch mal noch versuchen, indem ich noch so ein paar positive Interaktionen mache. So hat das ja jetzt irgendwie funktioniert, oder? Dass wir einfach positiv miteinander interagiert haben. Und vielleicht funktioniert das hier auch einfach nochmal. Ich hoffe, dass es so ist und dass es nicht irgendwie immer nur für einen Sim gilt. Ach, umarmen wegen Trollen den Foren. Natürlich, du kannst gemein zu anderen Leuten sein, die haben es verdient. Aus Troll in den Foren. Ich habe einfach so viel Erziehungszeugs ausprobiert, dass Lady Tremaine Erziehungslevel 9 hat, was auch völlig unrealistisch ist, aber was soll's. Gut, aber das scheint hier jetzt irgendwie nicht zu funktionieren. Das müssen wir wahrscheinlich dann einfach nochmal machen. Das heißt, es braucht auch ein bisschen Zeit, da man ja hier immer warten muss, bis man das irgendwie umstellen kann. Aber eine interessante Sache auf jeden Fall. Doch. Tolerant hat funktioniert. Juhu. Gut, ich erachte das jetzt nicht als Cheaten. Bitte schreibt mir doch in die Kommentare, wenn ihr ohne diese Andenkenkiste die Familiendynamik tolerant erreicht habt. Das interessiert mich wirklich brennend, welche Interaktionen ihr ausgeführt habt. Ich habe herausgefunden, dass das keine einseitige Sache sein darf. Also sowohl der Ältere als auch der Jüngere müssen bestimmte Interaktionen ausführen. Aber ich habe diesen verzogenen kleinen Biestern so viele Komplimente gemacht. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nicht, was die hätten machen müssen, dass es funktioniert. Bitte lasst es mich wissen, wenn ihr es herausgefunden habt. Und wenn ihr das tatsächlich gleich mal ausprobieren wollt, um mir dann davon zu berichten, wie es bei euch gelaufen ist und jetzt keine Lust habt, das mit euren eigenen Sims zu machen oder euch erst einen Tremaine-Haushalt zu erstellen, dann könnt ihr auch hier wieder meinen Haushalt aus der Galerie runterladen. Ihr findet ihn unter dem Namen Tremaine oder unter meinem Benutzernamen.
Wichtig ist wieder, dass ihr diesen kleinen Haken setzt bei benutzerdefinierten Inhalt anzeigen. Tatsächlich haben die diesmal auch benutzerdefinierten Inhalt. Das sind meines Erachtens eben nur diese Haarschleifen. Aber wie gesagt, ich hatte das gleiche Problem wie beim letzten Mal und dann habe ich mir gedacht, ich kann die Haarschleifen auch einfach drin lassen, für die, die vielleicht auch installiert haben. Wenn ihr die Challenge spielt, habt ihr natürlich dann euren eigenen Tremaine-Haushalt, der aus eurer ersten Generation sozusagen erwachsen ist. Aber wer vielleicht einfach noch nicht so weit ist oder die Videos einfach nur so zur Unterhaltung schaut und gerne mal mit Sims spielen möchte, die er auf YouTube gesehen hat, auch ihr könnt die einfach aus der Galerie runterladen. Also dann viel Spaß damit und denkt gern an mich, wenn ihr herausgefunden habt, wie man die tolerante Familiendynamik erzielt. Schreibt mir doch zum Beispiel gern auf Instagram oder hier in die Kommentare. Bis zum nächsten Part, wo wir uns dann endlich mal mit den Zielen und den Storytelling-Aspekten beschäftigen.